Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und es kam die letzten Tage wirklich vermehrt, wirklich stark vermehrt, die Frage auf, warum ich tatsächlich irgendwie ja, so ein komisches Equipment die ganze Zeit anhabe oder warum ich die ganze Zeit meine Sachen hin und her wechsle. Und ja, ich weiß nicht, warum diese Frage so häufig die letzten Tage aufkam. Kann sein, dass viele neue Leute dazu kamen, die vielleicht einen ersten Eindruck vom Spiel jetzt so haben oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall dachte ich, der Großteil wüsste eigentlich Bescheid, aber tatsächlich kamen jetzt, ja, ich sag mal so seit dem letzten Monat etwa, sehr viele Leute, die dann gefragt haben, was das so auf sich hat, warum ich so schlechte Sachen anhabe und immer meine Sachen hin und her switche, ja. Und da ich halt nicht immer darauf antworten wollte, weil es halt eigentlich immer jedes Mal das Gleiche ist und ja, fast eigentlich schon selbsterklärend, wollte ich trotzdem nochmal die Frage zum Anfang des Videos klären, ja. Und zwar den Leuten, denen ich geschrieben habe, habe ich dann erzählt gehabt, dass es ein Farm-Equipment ist und ein PvP-Equipment, also ein Equipment für die Arena-Fights, ja, für die Ehrenhalle und für die Dungeons. Das ist einmal mein gutes Equipment, was ich hier anhabe. Und dann gibt es noch das schlechte Equipment. Aber auf den schlechten Equipment sind sehr, sehr gute Farm-Runen drauf. Ja. Während man hier sieht, also für die meisten ist es klar, aber ich erkläre es nochmal wirklich, weil sehr viele wirklich gefragt haben. Ja? Für die meisten ist es klar, aber ja, wir gucken nochmal rauf hier zusammen. Wir haben hier auf dem Equipment, ja, das ist mein Equipment, ja, mein Epic-Equipment sozusagen, was sehr, sehr gute Werte hat. Das nehme ich natürlich für die Dungeons und für die Arena-Fights, ja. Und hier das sind meistens immer Dreier-Attributs, Epics, und die sind halt sehr, sehr gut und sehr und hoch verzaubert. Und die haben meistens Runen drin, wie zum Beispiel Widerstand gegen alles, gegen Eis, Lebensenergie, Widerstand haben wir hier, Widerstand, ja. Einmal Erfahrungsbonus, ja, aber das ist natürlich, ja, das könnte man natürlich optimieren, aber das ist nicht ganz so einfach, das hinzukriegen. Da muss man halt die richtigen Epics haben mit den richtigen Runen. Ansonsten, wenn man hier unten drauf kriegt, sieht man auch nochmal den Insgesamtwert der ganzen Runen. Und ja, das ist hier mein Equipment, in dem ich mich immer in die Fights wage. Und wenn wir mal auf dieses Equipment drauf schauen, sehen wir hier Goldbonus, ja, Erfahrungsbonus, Goldbonus, Erfahrung, Gold, ja, Erfahrung, Gold, Gold, Erfahrung. Und das lege ich halt immer an, um denn meine Abenteuerlust besser runterzuspielen, ja. Wenn ich das anhabe, dann sieht man hier gar nichts, ja, sondern, also man sieht gar nichts von den Werten, die vorher da waren an der Rüstung, aber man sieht hier jetzt in den Quests zum Beispiel 10% kriege ich mehr durch mein Runen-Equipment, was ich jetzt anhabe, und 50% kriege ich jetzt mehr Gold durch mein Runen-Equipment, was ich anhabe. So, und das ist eigentlich das Ganze, warum ich hier immer zwischen den ganzen, ja, zwischen den zwei Equipments hin und her wechsle. So, das Ganze kommt zustande durch den Arena-Manager, den man ab Stufe 105 freigeschaltet hat. Ja, der ist hier im Arena-Tab, kann man hin und her switchen. So, und wenn man den frei hat, dann besteht die Möglichkeit, sobald man in dem hier 1000 Runen geopfert hat, besteht die Chance, im Shop Items zu finden mit Runenverzauberung drauf. Ja, hier ist jetzt gerade gar kein einziges Item mit einer Runenverzauberung, komischerweise. Ja, und hier sieht man halt die ganzen Sachen, die kann man sich halt holen. So, ne? Und das ist eigentlich der ganze Sinn hinter diesen zwei Equipments, die ich immer hin und her wechsle. Ja, tut mir leid für die Leute, die es vielleicht schon gekannt haben, ne? Aber ja, ich wollte die Frage nochmal tatsächlich geklärt haben. Falls die nochmal aufkommen sollte, dann ist hier die Lösung für euer Problem, ja. Und ja, das ist eigentlich so, ich weiß nicht, woher das kommt in letzter Zeit irgendwie. Keine Ahnung, aber ich habe auch das Gefühl, dass ja, relativ viele neue Leute in letzter Zeit jetzt hierher kamen, die ich auch alle natürlich herzlich begrüße. Hallöchen, ja. Freut mich natürlich auch immer sehr, dass dann neue Leute dann auch am Start sind, die auch interessiert sind am Spiel. Es soll ja auch gar nicht so irgendwie sein, dass ihr jetzt alles wissen müsst sofort, so, ne? Aber das Ding ist halt, dass
die meisten Fragen, die dann immer wieder gestellt werden, die wurden halt schon irgendwo beantwortet. Und meistens bedarf es dann einer kurzen Recherche, um diese Fragen dann auch sich selbst zu beantworten. Ja, natürlich respektiere ich auch, dass ihr in die Kommentare schreibt und Fragen habt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr die auch weiterhin gerne stellen. Aber ja, es ist halt immer, ja, ich sag mal, wenn immer so dieselbe Frage kommt, ja, weiß ich nicht, dann ist das immer ein bisschen, ja, also ab und zu antworte ich noch drauf, aber es ist halt, ja, es sind auch in letzter Zeit relativ viele Kommentare irgendwie so und dann schaffe ich es halt auch immer nicht auf alles denn immer zu antworten. Ich gebe mein Bestes so, möglichst viele Kommentare immer so zu beantworten, ja. Durchlesen tue ich mir alles, was geschrieben wird. Antworten ist meistens immer ein bisschen schwierig, aber ich gebe da mein Bestes und ja, wenn sich aber eine Frage so doll häuft, ja, dann muss ich da einfach mal irgendwie Klarheit schaffen und das mache ich jetzt halt mit diesem Video. Ja, gut, so viel dazu. Ich hoffe, die Frage wurde soweit geklärt. Und ja, wir gucken jetzt nochmal hier rein. Hier ist genau das gleiche. Hier haben wir auch das Farm-Equipment. Und eines Tages, wenn die Runen so gut sein sollten, dass man ja, Farm-Equipment und PvP-Equipment in einem haben kann, von den Maximal-Bonis her, das wär natürlich nice, weil dann bräuchte man nicht die ganze Zeit hin und her switchen und spart sich auch den Inventarplatz. Allerdings ja, dauert dies ziemlich lange, bis das irgendwann mal geschehen ist, ja. Ja, gut. Wir legen mal schnell wieder hier unser Farm-Equipment an, denn wir haben jetzt erstmal soweit nichts irgendwie hier zu tun. Und ja, dann gucken wir mal, was hier so der Hütchenspieler sagt. Mal schauen. Ah, zwei Sanduhren. Ich habe zwar tausende von Sanduhren jetzt, aber ich sehe schon eines Tages kommen, dass die auch irgendwann aufgebraucht sein werden. Und ja, für diesen Zeitpunkt möchte ich auf jeden Fall gewappnet sein, dass ich mir da jetzt schon ein Polster schaffen werde, weil ich hundertprozentig weiß, das wird nicht für ewig halten, auch wenn es erstmal so aussieht, ja. Aber das Ganze, ja, denke ich mal, wird, ja, es wird zwar dauern, so bis die aufgebraucht sind, aber eines Tages kommt dann der Zeitpunkt und man kann das natürlich ein bisschen weiter herauszögern. So, ne, wenn man denn die ganze Zeit auch trotzdem Sanduhren weiterfahren. Gut, ja, ich bin hier mit meinem Berserker relativ gut unterwegs. Mal gucken, wie es hier aussieht. Okay, ja, nicht so gut, weil ich habe gerade Top-Tränke drin. Das ist natürlich ganz nice. Ich hatte mir die geholt, ich weiß gar nicht, also ich glaube den Flügeltrank, den habe ich durch den Daily Login-Bonus noch und ja, von daher ganz nice natürlich. Aber ich bin hier, ich weiß nicht, irgendwie, ich krieg in letzter Zeit keine Pilze ran hier irgendwie. Die, ja, nice. Gutes Beispiel. Aber die Lucky Coins, also die Flimmerkisten, die gönnen in letzter Zeit überhaupt nicht. Also da habe ich wirklich arg Probleme, da überhaupt welche zu bekommen. Und ja, das ist ziemlich problematisch momentan für meinen Free-to-Play-Account, den Berserker, und auch für meinen Dämonenjäger, den ich wo ich auch noch unentschlossen bin, ob ich da weiter reinpilze oder ob ich das sein lasse. Solange die Pilze noch da sind, werde ich das natürlich noch so weiterspielen, aber ich weiß noch nicht genau, wie ich das handhaben werde, wenn auch diese aufgebraucht sind, ja, also die 191 hier jetzt. Ja, aber auf jeden Fall zocke ich erstmal noch weiter, so mit 300 Alu 50er Mount auf dem Server. Und ja, bin gespannt, wie sich die Motivation hier noch bei mir weiterentwickeln wird. Ja, das kann alles weg. So, und ja, ich habe hier jetzt das Spiegelteil fertig auf dem Server, ist ganz nice. Dungeons laufen auch ganz gut in letzter Zeit irgendwie, ne? Also es geht voran. Sammelalbummäßig bin ich noch nicht so gut unterwegs, aber ich versuche zumindest immer ein paar Angriffe zu machen, ja. 44% sind wir jetzt hier, ist natürlich noch enorm ausbaufähig, aber ja, was willst du machen, ne? Gut, dann war es das erstmal soweit. Ich
Ja, heute mal ein bisschen kürzer so, ne? Aber ich wollte auf jeden Fall mal die Frage geklärt haben, so was das angeht mit den Equipments. Und ja, dann war es das soweit von mir. Ich genieße noch ein bisschen hier das Erfahrungsevent. Und ja, ich bin auch bald schon wieder Level Up und das ist natürlich auch ganz nice. Krieg ja auch bald das Free Level Up. Das kommt ja dann auch dazu. Dann bin ich gleich, ja, Stufe 508, so schnell kann es gehen. Ja, und ja, das soll es soweit gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.